In diesem Video sprechen wir einmal darüber, was du als Pinterest-Anfänger so alles beachten musst. Ja, Pinterest, was ist das überhaupt, ne? Das Wort besteht aus Pin und Interest und heißt so viel wie etwas anpinnen, was dich interessiert. Und da ist dann eigentlich schon der Name ist Programm, ne? Nämlich es wird einfach alles gesammelt, was dir in irgendeiner Art und Weise gefallen könnte. Und das kann natürlich zu verschiedenen Themen sein. Und dafür ist Pinterest gedacht. Es ist dein Ideenboard, der Ort, an dem du die Inspiration holst, an dem du neue Ideen findest, an dem du aber auch Lösungen für deine Probleme findest. Nämlich, warum nicht? Du gehst zu Pinterest und suchst zum Beispiel, wie nähe ich einen Ärmel ins T-Shirt. Oder du suchst ein Rezept fürs Brotbacken. Das gibt es alles auf Pinterest, ne? Pinterest ist keine Social-Media-Plattform, sondern ein Ort, an dem du Ideen findest, die ein Problem lösen, was gerade aufgekommen ist, ne? Also du kannst natürlich zu Google gehen und dein Problem lösen lassen. Du kannst aber auch zu Pinterest gehen, weil da wird es sehr viel spezialisierter gelöst. Du bist schon mal einen Ort weiter, ne? Natürlich findet Google auch Pins und zeigt dir die und verlinkt auf Pinterest. Aber du kannst auch gleich zu Pinterest gehen und kannst da gucken, was es alles Interessantes für dich gibt. Und das Ganze kannst du sehr viel ansprechender finden. Du nimmst mich einfach in deinem Homefeed und scrollst da durch und findest dann, ach ja, so geht das Brotbacken, so geht der Ärmel ins T-Shirt. Also man scrollt einfach durch, findet einen Pin, der einem gefällt, klickt da drauf und dieser Pin ist mit deiner Webseite verbunden. Und an diesem Punkt wird das Ganze für Marketer interessant. Wenn du etwas im Internet verkaufst, was in irgendeiner Art und Weise visuell darstellbar ist, solltest du auf Pinterest sein. Es ist nicht mehr so, dass es dort nur DIY gibt und Basteln und Kochen und Nähen und solche Sachen, also Lifestyle. Mittlerweile finden auch Coaches oder Physiotherapeuten, Yogalehrer und ja, eigentlich jeder findet dort irgendwie sein Plätzchen, wo er etwas anbieten kann, wo er sich präsentieren kann und wo er etwas darstellen kann. Und besser noch, immer von dort aus wieder zurück zur eigenen Webseite linken kann. Pinterest ist sehr umfassend. Das heißt, du wirst es nicht heute in Angriff nehmen und morgen gelernt haben. Deswegen werden wir in diesem Video erst einmal über die Fachbegriffe sprechen, die Pinterest so hat. Nämlich jede Plattform hat irgendwie seine Fachsprache, ne? Also wenn wir jetzt hier Instagram hat die Story-Pins und dann haben sie noch die Reels und ja, solche Sachen alle, ne? Und Pinterest hat eben auch seine Fachsprache. Und da habe ich dir jetzt mal 11 Sachen rausgesucht, die für Pinterest absolut relevant sind. Erstens, der Pin. Der Pin ist das Bild, das du erstellst, was zum Beispiel deinen Blogpost repräsentiert und von dem aus du auf deine Webseite, deinen Online-Shop, deinen Podcast oder was auch immer verlinkst. Im Idealfall erstellst du ein schönes Bild, was visuell so ansprechend ist, dass wenn die Leute in ihrem Feed scrollen, sofort denken, da muss ich draufklicken, das interessiert mich, das will ich lesen, das will ich sehen. Und dann klicken und auf deine Webseite kommen und natürlich auch dort die Informationen finden und direkt bei dir bleiben. Zweitens, der Repin. Da wird es dann interessant. Ja, du erstellst einen Pin, du lädst ihn bei Pinterest hoch, du verlinkst auf deine Webseite und du bist ja nicht die Einzige, die diesen Pin sieht, Gott sei Dank. Den werden auch noch andere Leute sehen. Und die werden ihn wiederum interessant finden und in ihrem Board festhalten. Das heißt, sie repinnen den Pin für ihr Board. Dort wird er wiederum von Leuten gesehen, bei denen das im Homefeed erscheint. Und die pinnen ihn vielleicht wieder. So hat jeder Pin, den du erstellst, die Chance, ein viraler Pin zu werden, weil er immer wieder gerepinnt wird. Ja? Man kann das Ganze dann noch ein bisschen weiter vorantreiben, indem man zum Beispiel in Pinterest-Gruppen mitmacht oder auch in Tailwind-Gruppen, dazu später mehr. Und dann immer wieder gerepinnt wird. Also dieses Repin ist unglaublich wichtig, weil man damit immer eine neue Anzahl von Lesern und
Guckern erreicht, ja. Und deswegen ist das sehr, sehr gut, wenn man gerepinnt wird, sozusagen. Ja. Drittens, der Rich Pin. Auch der Rich Pin, der ist wichtig. Den kannst du ganz einfach in deinem Account verifizieren. Also mit nur ein paar Klicks hat man seinen Rich Pin freigegeben. Und dann zieht Pinterest von der Seite, von der man pinnt, sogenannte Metadaten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Etsy einen Pin auf Pinterest pinne, weil ich dort einen Etsy-Shop habe, dann zieht er bei den Rich Pins sogenannte Metadaten heraus. Das heißt den Preis, die Beschreibung, den Titel, zieht er alles direkt mit in die Suchmaschine. Ja, das kannst du natürlich dann auch ein bisschen optimieren, ein bisschen verfeinern, verschönern, wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen sind dann schon die Informationen, sowie auch die Tags, die du auf Etsy genutzt hast, mit drin. Und deswegen Rich Pins, unbedingt die Rich Pins in deinem Account aktivieren. Viertens, Promoted Pins. Ja, was sind Promoted Pins? Du kannst natürlich auch auf Pinterest Geld ausgeben. Ne? Und zwar kannst du jeden einzelnen Pin promoten. So wie das auch auf Facebook geht, da kannst du jeden Post, den du machst, promoten. Oder auf Instagram kannst du auch auf Pinterest einen einzelnen Pin promoten. Das heißt, hast du einen tollen Artikel geschrieben, willst du, dass dein Pin sofort mehr Reichweite bekommt, dann kannst du für ein paar Dollar eigentlich deinen Pin bewerben. Und dementsprechend bekommst du mehr Traffic auf deinen Pin, hoffentlich auch mehr Repins und damit auch mehr Leute, die auf deine Webseite kommen. Fünftens, Keywords. Keywords sind eigentlich überall im Internet wichtig, so auch auf Pinterest. Warum sind Keywords wichtig? Ja, wenn oben jemand etwas eingibt, wie soll dann das Richtige dargestellt werden? Ne? Also angenommen, du suchst etwas zu Naturkosmetik und möchtest eine Creme erstellen. Und du gibst Naturkosmetik ein, aber keiner hat in seinem Titel oder in seiner Beschreibung das Wort Naturkosmetik je verwendet. Wie viele Pins bekommst du dann? Ja, 0, ne? Okay, das wird nicht passieren. Aber aus dem Grund ist es so unglaublich wichtig, dass du dir ein wenig Zeit dafür nimmst, in deinen Titel das Keyword reinzupacken, in deine Beschreibung das Keyword reinzupacken und vielleicht noch ein Hashtag zu hinterlassen, wo ebenfalls dein Keyword drin ist. Vielleicht ist es auch in deiner URL drin. Ja, man kann das beliebig optimieren. Ne? Wenn du das denn machst, ist die Chance groß, dass du so gefunden wirst, weil viele andere es nicht machen. Ne? Deswegen immer eine gute Idee, auf Keyword basierende Pins zu erstellen. Dafür musst du natürlich vorab eine Keyword-Recherche durchführen. Du musst natürlich gucken, welche Keywords haben ein geringes Suchvolumen, welche Keywords haben einen geringen Wettbewerb, aber ein hohes Suchvolumen. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, das zu wissen und die Keywords dann zu verwenden. Ne? Das Ganze findest du in Google Analytics heraus. Es gibt noch ganz viele andere Tools, aber das ist kostenlos und das genügt dafür völlig. Sechstens, Pinnwand und Boards. Ja, die brauchst du. Also die Pinnwand ist im Prinzip dein Korb, in dem du alle deine Ideen reinpackst zu einem gewissen Thema. Also du erstellst eine Pinnwand, du kannst die auch bitte wieder beschreiben, bitte wieder mit deinem Keyword oder deinen Keywords beschreiben. Vielleicht lädst du auch ein passendes Bild dazu hoch und dann packst du auf diese Pinnwand alle deine Ideen zu einem Thema. Das heißt, bei Naturkosmetik, du möchtest eine Gesichtsmaske haben, dann hast du die Pinnwand Gesichtsmaske und pinnst da alle Ideen rein zum Thema Gesichtsmaske. Ja? Vielleicht Gesichtsmaske mit Shea-Butter fällt mir gerade ein. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Gesichtsmaske. Vielleicht mit Öl oder keine Ahnung. Egal. Alle Ideen zu diesem Thema würden dann in dem Board ihren Platz finden. Siebtens. Geheime Pinnwand. Eine geheime Pinnwand ist eine ganz nette Idee für alles, was nicht zu deinem Business gehört. Du kannst nämlich jede Pinnwand auf geheim stellen, sodass die Menschen, die dein Profil besuchen, diese nicht oder eben vielleicht auch noch nicht sehen, weil du kannst sie natürlich jederzeit anschalten. Ob das sinnvoll ist, irgendwelche Pinnwände zu erstellen, die nur du siehst und die nur dich interessieren oder die mit deinem Geschäft gar nichts zu tun haben und die so den Pinterest-Algorithmus verwirren könnten, ich sage ganz klar könnten, weil wissen tue ich das nicht,
ist vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee. Vielleicht machst du dir einen privaten Account und einen Account für dein Geschäft, wo du wirklich bei deinem Thema bleibst, ja? Ich weiß, es fällt einem manchmal schwer, ne? Also, man hat dann eine tolle Idee und man möchte jetzt eigentlich so ein bisschen dafür pinnen, aber meistens ist es keine gute Idee, alles zu vermixen, ne? Und, diese geheimen Boards, die können auch für dein Geschäft geheim bleiben, ja? Also, du kannst auch die Gesichtsmasken erst einmal geheim halten und die dann später erst freigeben, wenn du, ich sage mal, 20 Pins dazu gefunden hast und die nächsten 10 auf dein Produkt hinweisen, ja? Macht vielleicht Sinn in diesem Fall. Also, nicht unbedingt lauter geheime Boards anlegen, die deine Interessen widerspiegeln, aber mit deinem Business nichts zu tun haben. Achtens, Gruppenpinnwand. Ja, ich bin ja eben schon mal ganz kurz drauf angegangen. Eine Gruppenpinnwand ist eine Pinnwand, an der verschiedene Leute ihre Pins reinposten können. Also jeder kann ein Groupboard erstellen sozusagen und dann kann man sich mit verschiedenen Leuten zusammentun. Man kann die einladen, dass die auch auf diesem Board pinnen können. Und dann dürfen die da auch zu einem gewissen Thema ihre Pins drauf ablegen. Und dafür pinnt man die von dem anderen dann wieder. Das heißt, ich habe ein Board, bleiben wir wieder bei der Gesichtsmaske, und packe mir da ein paar Pins rein. Und dann kommt jemand dazu, der pinnt seinen Pin rein. Dafür repinnt er einen von meinen oder vielleicht auch 2 oder 3. Und dann kommt noch jemand dazu und pinnt wieder seinen rein und repinnt wieder welche. Und so gibt das Ganze wie ein Schneeballprinzip, ne? Also man hat eine sehr viel größere Reichweite, wenn man sich Gruppenboards anschließt. Ist ja logisch eigentlich, ne? Also Leute, die dann Contributors sind, also die da was hinzufügen, die geben auch gleichzeitig was, indem sie repinnen. Und auf diese Weise landen die wiederum auf dem eigenen Account des anderen, ja. Und dadurch erreichen die wieder neue Fans, hoffentlich doch, ne? Und neue Klicks und neue Saves oder neue Shares, was auch immer. Auf jeden Fall erreicht man wieder eine neue Zuhörerschaft, ja? Und deswegen sind Gruppenboards wirklich eine Möglichkeit, deinen Pinterest-Account ganz schnell nach oben zu bringen. 9. Profil. Dein Profil ist wichtig. Dein Profil hat ein wenig Text. Dein Profil hat ein Bild, auf dem man dich auch erkennen können sollte. Und es sollte dich ein wenig repräsentieren, es sollte dich ein bisschen vorstellen, es sollte ein paar Ideen darüber geben, wer du bist. Man möchte ja nicht jedem folgen, ne? Man möchte schon eine Idee haben, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Deswegen nimm dir die Zeit und füll dein Profil richtig schön aus und erzähl vielleicht das eine oder andere über dich. Klar, man kann da nicht so fürchterlich viel erzählen, aber man kann ein bisschen was über sich preisgeben, ne? Und vor allen Dingen kann man ein Bild verwenden, auf dem man auch zu erkennen ist. 10. Homefeed oder Startseite. Wenn du auf Pinterest ankommst, wirst du oftmals mit ganz vielen verschiedenen Pins empfangen von den Menschen, denen du folgst. Die haben wiederum Bilder erstellt zu Themen, die dich hoffentlich interessieren, weil du hast ja nicht jedem auf Pinterest gefolgt. Und dann kannst du die wieder anklicken, die repinnen und die werden darüber benachrichtigt. Dann repinnen die hoffentlich was von dir, was denen gefällt oder folgen dir, weil denen dein Profil auch gefällt. Und auf diese Weise erhöhst du wieder deine Reichweite. Abgesehen davon bekommst du natürlich auch Inspiration und Ideen ganz kostenlos geliefert, die vielleicht auch für dich und dein Business interessant sein können. So, und 11. auch nochmal ganz, ganz wichtig, Tailwind. Tailwind ist jetzt kein Pinterest-typisches Wort, aber Tailwind wird eigentlich immer in einem Atemzug mit Pinterest genannt. Warum? Auf Tailwind kannst du deine Pins auf Schedule stellen, also ein Veröffentlichungsdatum festlegen und das dann automatisch in Pinterest reinpinnen lassen. Ja? Der Vorteil ist hier, du kannst einmal oder einen Tag in der Woche, ich sag mal 10 Pins erstellen und jeden Tag ein Pin oder 2 vielleicht, je nach Tag, reinpinnen lassen. Und so hast du eine kontinuierliche Bewegung in deinem Account. Nämlich darauf steht Pinterest natürlich auch. Auf Menschen, die immer wieder präsent sind, die immer aktiv in ihrem Account sind und die immer dort auch was tun. Deswegen kann man nicht dort nur seine eigenen Pins
einpinnen, sondern auch die von anderen repinnen. Und das Schöne ist, das Ganze geht mit einem kleinen Browser-Erweiterung, ja, die oben in deinen Browser reinkommt, einmal draufklicken, reinpinnen und ja, dann kann es losgehen. Ne? Also jedes beliebige Bild kannst du so in dein Tailwind schedulen und in deinen Account reinpinnen. Tailwind ist nicht kostenlos, aber hat ganz, ganz viele tolle Funktionen, für die es sich lohnt, ein paar Euro im Monat auszugeben, wenn du dich dann wirklich um das Pinterest-Marketing kümmern willst. Und es ist keine schlechte Idee, sich um Pinterest-Marketing zu kümmern. Wie YouTube hat das nämlich auch den großen Vorteil, dass die Pins nicht im Feed irgendwo verschwinden. Oftmals ist es ja zum Beispiel bei Instagram oder auch bei Facebook so, dass du einen Post erstellst, da rein postst und dieser Post immer weiter nach unten rutscht, ja? Schon sehr schnell nach unten rutscht. Deswegen ist es meistens gar keine gute Idee, da jetzt so fürchterlich sein Augenmerk drauf zu legen, weil man postet immer und ja, ich will jetzt nicht sagen, man hat nichts davon, aber irgendwie ist es schon so. Ne? Es rutscht einfach immer ganz schnell nach unten und es wird kaum gesehen von deinen Abonnenten. Pinterest dagegen oder auch YouTube ist wie eine große Library, wie ein großer Korb mit ganz, ganz vielen Ideen oder Videos, wie auch immer, wo man sich immer wieder was angucken kann und immer wieder was Neues finden kann. Es ist nicht einfach irgendwas alt und so weit weggerutscht, dass man es nicht wiederfinden kann. Aus dem Grund ist Pinterest Marketing sehr vielversprechend und es wird dir auch ziemlich schnell viele Besucher auf deine Webseite bringen. Ja, das war das Video Pinterest für Anfänger. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allen Dingen hoffe ich, du hast jetzt was gelernt und willst weitermachen mit dem Pinterest-Marketing. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.